Hallo, ich grüße dich. Heute gibt es ein Winterbild mit einem schönen Kalt-Warm-Kontrast. Mein Motiv ist Federvieh. Eine Gruppe von Federvieh, die sich eng zusammenkuschelt und ganz warm gegen die kalte Umgebung sich behauptet. Das gefällt mir. Ich habe es auf Größe kopiert und noch so ein bisschen nach meinem Geschmack montiert. Und jetzt gilt es, das auf den Bildträger zu bringen. Und wie das geht, das habe ich bei Gerda Lipski gelernt. Ich habe jetzt eine Pappunterlage und darauf lege ich meine Kopie. Und ich streiche die Vorderseite der Kopie mit einem Acrylbinder ein. Dazu nehme ich einen weichen Flachpinsel. Und das habe ich mir schon abgefüllt. Ich streiche jetzt die Vorderseite üppig ein und achte darauf, dass nichts auf die Rückseite kommt. Dann klebe ich diese Kopie auf meinen Bildträger. Das lasse ich jetzt komplett durchtrocknen. So, jetzt ist es trocken und ich entferne die Tesastreifen, die ich hier hatte, diese Klebestreifen. Und dann gebe ich Wasser auf die Kopie und rubbel das Papier ab, mit Gefühl allerdings, sodass das gedruckte kleben bleibt und nur das Papier abgeht. Stück für Stück arbeite ich mich vor, sodass nachher das überflüssige Papier komplett verschwunden ist und nur noch die dunklen Formen übrig bleiben. Ich habe das Ganze trocknen lassen über Nacht, um sicherzugehen, dass die Druckerschwärze auch wirklich festklebt. Und jetzt rubbel ich das Papier, was da oben noch drauf ist, man sieht, es schimmert noch weiß, noch mal ein bisschen mehr ab. Ich feuchte das also wieder an mit Wasser und versuche noch ein bisschen mehr abzurubbeln. So, jetzt bin ich fertig mit dem Abrubbeln und ihr seht, das ist eine ganze Menge Krümelzeug runtergekommen. Und wenn ich hier jetzt so rüber streiche, dann fühlt sich dieser Höhenunterschied sehr, sehr gering an. Es mutet fast an, als wäre es einfach nur eine Graustufenzeichnung auf dem Untergrund. Später wird diese Struktur der Graustufen als Grundlage genommen für eine Kolorierung. Hier im Vordergrund hätte ich gerne etwas grobkörnigen Schnee und dafür mache ich mir den Untergrund leicht sandig. Das tue ich mit einer Spachtelmasse und gebe etwas Sand hinzu.
Ich habe hier so einen Pinsel, der mit der Schere ausgedünnt wurde am Ende der Borsten. Und das eignet sich gut, um so eine unregelmäßige, feine, sandige Struktur zu kriegen. Dazu muss die Spachtelmasse leicht angetrocknet sein, dann geht das ganz prima. Hier, wenn es übergeht in den Hintergrund, da wird es ein bisschen dünner. Jetzt werde ich diesen vorderen Bereich nochmal mit Gesso weißer machen. Bevor ich nun anfange mit der Malerei, überziehe ich die Grundierung mit einem Binder. Für den Hintergrund habe ich mir ein wässriges Blau angemischt aus Celine-Blau und Paynes Grey und bringe das jetzt auf, sehr dünn, und arbeite dann mit Alkoholtropfen. Ich habe hier Ethanol, das kann ich da rauftropfen. Ich lasse es einen Augenblick einwirken und wische dann quer das nochmal wieder ab, um es diffuser zu machen. Auch im Vordergrund gibt es etwas Blau. Mit Gesso und einem weichen Flachpinsel wische ich jetzt nochmal über die kleinen Spitzen meiner Spachtelstruktur und kriege dadurch noch eine schöne Körnung hin. Ich gebe auf diese Graustufen hier meines Motivs noch einmal eine Schicht helles Beige, damit das Grau etwas heller wird und dadurch die Farben, die später drauf kommen, etwas mehr leuchten können. Die Formen sind gerade eben noch erkennbar unter der Grundierung, aber die Details wie Schnäbel und Augen möchte ich jetzt mit dem Bleistift etwas hervorheben. Ich habe hier eine Mischung aus Orange und gebrannter Sienna. Das ist die Farbe für das Gefieder am Kopf meiner Hühner. Das will ich jetzt mal machen.
Soweit erstmal die Köpfe, die sind noch nicht fertig, aber ich lasse sie erstmal so, um nachher auch noch Dunkelheiten anzugleichen. Jetzt nehme ich mal dieses Gefieder hier in Angriff. Das reizt mich. Mal sehen, was ich davon machen kann. Das ist natürlich eine Geduldsarbeit, aber andererseits ist es auch eine sehr entspannende und meditative Angelegenheit. Und Geduld habe ich ja jede Menge, also ich genieße jetzt einfach diese Federstruktur irgendwie farblich umzusetzen und ich bin selber sehr gespannt auf das Ergebnis.
Ich gebe diesem Gefieder eine gepunktete Grundstruktur, weil es dadurch so leicht und locker und aufgebauscht und kuschelig warm wirkt. Je enger ich die Punkte setze, umso dunkler wirken die Teilflächen und so kann ich Licht und Schatten und damit auch Plastizität erzeugen. Die Basisfarbe ist immer gebrannte Sienna, die mit Schwarzanteilen gemischt dann zu dunkelbraun wird, mit Orangeanteilen hier noch heller und leuchtender strahlt, wie bei den Köpfen. Ansonsten scheint überall noch die hellbeige Grundierung durch und macht das Ganze zu einer farblichen Einheit. Das Sonnenlicht kommt von vorne links
und trifft hier noch gerade den oberen Teil der hinteren Köpfe. Ich freue mich sehr über das Ergebnis, über diesen Kuschelhühnerhaufen im Schnee, beschienen von der schon leicht warmen Februarsonne. Ich habe mich eingelassen auf die Details der Gefiederstrukturen und dabei völlig die Zeit vergessen und mich selbst auch. Irgendwann tauche ich dann wieder auf und bin total tiefenentspannt. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Vielleicht lässt du dich ja auch mal von Gottes großartiger Schöpfung faszinieren und inspirieren. Wenn dir meine Arbeit gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen hoch von dir, wenn du meinen Kanal abonnierst und so hin und wieder reinschaust in Margis Atelier. Bis dann, ich freue mich drauf. Gott segne dich und deine Projekte. Tschüss.